Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so bringt. Was darf ich weitergeben fürs Kollektiv? Über was darf ich sprechen? Über die Sonne. Die Sonne ist die beste Karte in diesem Deck und eine gute Grundvoraussetzung. Eine schöne, nährende Energie. Auch da, wo es Hindernisse gibt. Wenn die Sonne fällt, dann überstrahlt sie das ganze Blatt und möglicherweise haben wir hier so ein bisschen Energieblockaden. Das heißt, man fühlt sich schlapp, ausgelaugt oder man hat sehr viel Energie für irgendetwas verwendet, das sich einem in den Weg gestellt hat. Das kann jetzt zu tun haben, dass wir darüber nachgedacht haben, welche Wunde bohrt bei mir im Kopf, auf der Seele, wo brauche ich mal einen Wechsel, wo stellen sich mir immer gleiche Themen in den Weg, wo habe ich schon viel Energie verloren. Also die bewusste Ebene ist hier bereit, etwas hinter sich zu lassen, sich etwas zu begrenzen. Es kann jetzt im Bereich der Liebe sein oder der Partnerschaften oder bei irgendeiner Herzensangelegenheit. Es kann aber auch irgendwo eine Wunde sein, die in diesem Bereich so rumbohrt, ohne dass man es jeden Tag wahrnimmt. Aber man verliert eben Energie, wenn es immer wieder präsent ist. Es kann sein, dass etwas an die Veränderungen der Vergangenheit anknüpft oder dass sich in der Vergangenheit etwas so verändert hat, dass es eben auch mit Loslassen oder Schmerz verbunden war. Und hier kommt die Klarheit und die Wende zum Guten. Möglicherweise erkennt der ein oder andere auch plötzlich, wo etwas wirklich Phase ist. Das heißt, man hat lange rumüberlegt und hier kommt die Erkenntnis. An diesem Punkt vergrößert man auch wieder seine Vision. Ne? Man hat irgendwas gelernt, kapiert. Er mischt sich ein bisschen Glück ein und auch ein bisschen Magie. Und man weiß hier, was man selber wert ist oder was man sich selbst wert sein sollte. Das sind ja auch Seelenpartnerschaften oder so ganz spezielle Partnerschaften, Aufgaben damit gemeint. Hier hat auch jemand schon Federn gelassen, würde ich es mal nennen. Der Selbstwert hat gelitten, die eigene Energie so ein bisschen niedergehalten. Das, was ich hier liegen habe, wirkt sehr stark ins Umfeld rein oder wird vom Umfeld auch wahrgenommen oder das Umfeld hat großen Einfluss drauf. Es kann jetzt hier sind schon sehr viele Themen dabei. Ne? Es bezieht sich nicht nur auf die Liebe, sondern auf die Herzensangelegenheiten an sich, auf die Selbstliebe, auf die Selbstannahme. Wertschätzung kann ja ein Thema sein, aber wir haben auch finanzielle und häusliche Dinge mit am Start. Man hat ja so diese Befürchtung, man ist in einem Zustand, wo es von hinten rum an einem nagt oder wo das Leben an einem etwas wegnagt, permanent. Und es könnte hier Energie sein. Aber durch die Maus hier haben wir natürlich auch, die Maus beißt die Wunde weg und die Maus beißt auch das Hindernis weg. Man hat hier so, ja, ich würde mal sagen, tiefer sitzende Ängste vor Mangel oder Verlusten oder
vor erneutem Verletztwerden auch. Und hier ist die Situation, da beendet man einen Konflikt, da steht man für sich ein. Da bringt man Geben und Nehmen in den Ausgleich. Wir haben hier unterm Deck die männliche Person mitsamt den Verstrickungen der Vergangenheit. Auch da kann etwas sein. Ich habe das Gefühl, dass es hier auch gerade bei Paaren immer wieder der Fall sein kann, dass es Themen gibt, die immer wieder an die Oberfläche kommen, die vielleicht auch nicht ausgesprochen werden oder die nicht kommuniziert werden an sich und wo man die Befürchtung hat, wenn ich etwas sage, nähere ich einen Konflikt. Und das macht man dann auf seine eigenen Kosten. Und es ist natürlich irgendwann so, dass man, wenn man etwas immer auf seine Kosten macht, leer ist. Und das ist hier die Grundaussage. Die Maus liegt mir hier sehr gut, denn sie nimmt die Energien, die blockierend, verletzend oder voller Diskussionen sind, weg. Man hat den Lerneffektor für die längere Zeit, dass man versteht, wo man auch für sich einstehen muss und wo einen die Sachen des anderen nichts angehen oder wo man sie nicht immer zur eigenen Problematik machen muss. Ja, kann es auch sein, dass es so um Kinderthemen geht, vielleicht auch um Kinder, die man aus Ex-Partnerschaften hat oder um die Partner, die Kinder aus Ex-Partnerschaften haben. Man macht sich vielleicht Sorgen, dass mit den Kindern irgendetwas ist und mit dem männlichen Gegenüber und hat so dieses Ding, dass man alles zusammenhalten muss und merkt dann hier, dass man selber leer läuft und um das geht es. Hier ist die Frühlingsqualität. Ne? Hier ist so dieses Ding, dass man wieder aufblüht, dass man etwas zum Blühen bringt, dass man merkt, dass die Knospen wieder antreiben. Und hier ist auch ein Prozess, der im Frühling dann wieder bessere Situationen bringt. Oder auch die Energie wieder aufblühen lässt, auch auf dem seelischen Bereich. Ich sehe hier so ein bisschen genesende Energien in allen Themen, Liebe, Geld, Selbstwert. Da, wo man draufgelegt hat, sprichwörtlich, blüht wieder was auf. Und ich habe tatsächlich Kinderthemen dabei. Es kann jetzt sein, dass uns das sehr trifft, weil ein Gegenüber oder Mutterthemen uns triggern. Und wir das in die Welt mitnehmen oder übertragen auf unsere Familienmitgliedern. Hier steckt jedenfalls ein tieferer Sinn dahinter. Und möglicherweise ist man hier auch so bereit, dass gleiche Wunden einen nicht mehr nähren dürfen. Ne? Dass man selber wieder das Gefühl hat, ich möchte nicht vertrocknen oder ein Trockengestrüpp sein, ich möchte die Energie des Aufblühens haben. Es geht hier auch an alle, die zum Beispiel schon Verluste hatten mit dem Thema Kinder. Hier sind sehr die männlichen Kinder auch im Vordergrund und wir kriegen hier vielleicht auch die Energie des Kindes, das hier mal wieder ganz herzhaft lacht und auch Energie wieder freigibt. Lachen bringt in die Muskulatur Bewegung und auch ist es so, dass es dann, also wer einmal einen richtigen Lachanfall gehabt hat, der weiß es, du bringst das ganze System ins Wackeln und es wird wieder frei, was so zusammengepfercht war. Vielleicht auch die Dinge wieder mit Leichtigkeit mehr sehen und dabei die Hoffnung nicht verlieren. Das ist die Legung für heute, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.